Stell dir vor, dein Leben 2025 ist wie eine lange Zugreise durch das Jahr. Wir sind viele Kilometer gefahren, haben Landschaften der Freude und Täler der Herausforderungen durchquert. Doch jetzt in dieser Woche spürst du, wie sich die Vibration auf den Schienen verändert. Der Zug wird nicht langsamer, er bekommt eine neue, schwere und kraftvolle Zugmaschine. Mars wechselt in den Steinbock und wird zu unserem neuen Lokführer mit echter Zugkraft. Wir fahren auf den wichtigsten Bergbahnhof des Jahres zu, die Wintersonnenwende und den letzten Neumond vor dem großen Jahreswechsel. Genau jetzt werden die Weichen gestellt, nicht nur für die nächste Woche, sondern energetisch schon für das Jahr 2026. Bist du bereit, den Hebel umzulegen oder lässt du dich einfach treiben? Bleib dran, denn heute schauen wir uns an, wohin die Reise 2026 gehen kann. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion. Hinweis: Dieses Video enthält Werbung und Affiliate-Links. Wir befinden uns am steilsten Anstieg des Jahres. Die Zeit des gemütlichen Rollens ist vorbei. Mit dem Wechsel von Mars in den Steinbock bekommen wir einen enormen Energieschub, der uns hilft, große Lasten zu bewegen und berufliche oder persönliche Gipfel zu erreichen. Diese Woche ist geprägt von einer tiefen Entschlossenheit. Wir lassen die Täler hinter uns und richten den Blick stur nach oben Richtung Licht, während der Neumond im Schützen uns kurz vor dem Ziel noch einmal visionäre Weitsicht schenkt, ist das eigentliche Ziel der Sonntag. Dort oben auf dem energetischen Berggipfel erleben wir zur Wintersonnenwende nicht die Dunkelheit, sondern die Wiedergeburt des Lichts. Es ist der Moment, wo die Sonne den Horizont durchbricht und wir klar sehen, wohin die Gleise für 2026 führen. Es ist eine Woche der Anstrengung, aber eine Anstrengung, die sich lohnt, weil sie unsere persönliche Zukunft besser beleuchtet. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energien spürst, hängt immer auch von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Lass uns nun den Fahrplan und die Haltestellen der Woche genauer betrachten. Wir starten am Montag, den 15.12. frühmorgens mit einer kurzen Mondlehre in der Waage. Ein Moment der Stille auf den Gleisen, bevor der Mond um 4:51 Uhr in den tiefgründigen Skorpion wechselt. Unsere Gefühle werden intensiv und leidenschaftlich. Um 7:09 Uhr bildet Lilith ein Trigon zu Neptun. Das ist wie ein dichter Nebel im Wald. Wir werden von Sehnsüchten und Bildern aus dem Unbewussten geflutet. Doch um 8:33 Uhr kommt die Rettung. Mars wechselt in den Steinbock. Er ist unsere neue Lokomotive. Mars fühlt sich hier stark. Er bringt Disziplin, Ausdauer und den Fokus auf berufliche Ambitionen. Wir träumen nicht nur, wir fangen an, den Berg zu erklimmen. Der Dienstag, der 16.12. ist ein ruhiger Streckenabschnitt ohne große Aspekte. Der Zug stampft gleichmäßig den Berg hinauf. Nutze die Skorpion-Mondenergie, um tiefere seelische Prozesse zu durchfühlen, während Mars die Arbeit erledigt. Am Mittwoch, den 17.12., müssen wir vielleicht kurz bremsen. Die Sonne bildet am frühen Morgen ein Quadrat zu Saturn. Das kann sich anfühlen wie ein Widerstand auf der Strecke. Selbstzweifel oder Pflichten, die uns schwer erscheinen. Bleib geduldig. Am Nachmittag haben wir eine Mondlehre im Skorpion, eine Zeit zum Loslassen, bevor der Mond um 17:37 Uhr in den optimistischen Schütze wechselt und wir wieder Fahrt aufnehmen. Am Donnerstag, den 18.12., hält sich die Stimmung im Abteil auf. Chiron bildet ein harmonisches Trigon zu Venus. Diesem Aspekt wird nachgesagt, dass er eine besänftigende Atmosphäre schafft und uns einlädt, Schönheit als Weg zur inneren Balance zu nutzen. Am Freitag, den 19.12., aktivieren wir im Human Design das Tor 10. Es geht um die Liebe zum Leben und authentisches Verhalten. Zeige dich so, wie du bist, auch wenn der Aufstieg anstrengend ist. Integrität ist jetzt dein Treibstoff. Am Samstag, den 20.12., erreichen wir das letzte Plateau vor dem Gipfel. Um 2:42 Uhr findet der Neumond im Schützen statt. Da Lilith ebenfalls im Schützen steht, ist dies ein Moment für radikale Ehrlichkeit und große Visionen. Die Sperrnächte enden und wir dürfen kraftvolle Wünsche für den neuen Zyklus setzen, die Weichen für das neue Jahr 2026 neu stellen. Nach einer kurzen Mondlehre wechselt der Mond um 5:51 Uhr in den Steinbock. Jetzt wird es ernsthaft und zielstrebig.
Am Sonntag, den 21. Dezember, erreichen wir den Gipfelbahnhof. Es ist der Tag der Wintersonnenwende, doch die Ankunft oben auf dem Berg ist komplex und fordert uns noch einmal heraus. Bereits in der Nacht um 2:01 Uhr bildet die Sonne ein Quadrat zu Neptun. Das ist wie ein dichter Nebel, der uns die Sicht auf den Gipfel kurzzeitig versperrt. Wir spüren vielleicht eine Diskrepanz zwischen unseren hohen Idealen und der irdischen Wirklichkeit oder neigen dazu, uns in Träumereien zu flüchten. Achte darauf, dich nicht in subtilen Abhängigkeiten zu verlieren oder dich selbst zu täuschen. Am frühen Morgen um 6:08 Uhr folgt ein Quadrat zwischen Venus und Saturn. Hier spüren wir eine Spannung zwischen Liebe und Pflicht, zwischen Vergnügen und Aufgaben. Vielleicht fühlt sich das Herz kurzzeitig schwer an oder es kommen Themen von Eifersucht oder Unzufriedenheit hoch. Doch um 8:32 Uhr hilft uns ein Quadrat zwischen dem Mondknoten und Merkur. Der Austausch über deine Ideen und Lebenspläne wird dir jetzt helfen, deinen Weg klarer zu sehen. Öffne dich bewusst für Gespräche, denn sie geben dir Sicherheit für den weiteren Weg. Um 11:07 Uhr fordert Chiron im Quadrat zu Jupiter unsere Eigenverantwortung. Die Fülle an Möglichkeiten zur inneren Entwicklung kann verwirren. Daher ist es wichtig zu erkennen, dass wir selbst die Verantwortung für unser Wohlbefinden und unsere Entscheidungen tragen und uns verändern dürfen. Und dann um 16:02 Uhr ist es soweit. Die Sonne wechselt in den Steinbock. Es ist Wintersonnenwende, der astronomische Winterbeginn. Wir begrüßen die Wiedergeburt des Lichts. In dieser heiligen Zeit ehren wir den weiblichen Archetyp, die dunkle Göttin. Sie lehrt uns, dass im tiefsten Punkt der Stille die Kraft für den neuen Zyklus geboren wird. Genieße diesen Sonnenaufgang des neuen Jahreskreises ehrfürchtig und bewusst. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Für die kardinalen Zeichen, die Initiatoren des Tierkreises, zeigt sich die Karte Wassermann. Diese Karte bringt die Energie von Gleichgesinnten und Freiheit mit sich. Während Mars euch jetzt so stark antreibt, erinnert euch der Wassermann daran, den Gipfel nicht allein zu stürmen. Es geht darum, visionär zu sein und neue Perspektiven einzunehmen. Vielleicht erkennst du da oben auf dem Berg, dass du dich von alten Denkweisen lösen darfst, um deine Zukunft freier zu gestalten. Deine Reflexionsfrage lautet: Wo darf ich meine Individualität mehr leben, um meine Vision für die Zukunft frei zu gestalten? Ein praktischer Tipp: Suche dir diese Woche bewusst den Austausch mit Menschen, die deine Vision teilen und dich inspirieren. Zur Unterstützung wird dem Aquamarin traditionell nachgesagt, dass er Weitblick und Klarheit fördern kann. Auch der Amethyst gilt als Symbol der Inspiration. Bei den ätherischen Ölen könnte Eukalyptus dir symbolisch helfen, mentalen Freiraum zu schaffen, oder Pfefferminze, um den Kopf für neue Pläne zu klären. Als Ritual empfehle ich dir ein Brainstorming der Freiheit. Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe wild alle Ideen auf, die dich begeistern, ohne zu bewerten. Für die fixen Zeichen, die Stabilisatoren des Tierkreises, zeigt sich die Karte die Liebende. Hier geht es um Leidenschaft, Hingabe und Entscheidungen. Mitten in dieser Woche voller Anstrengung und Marsenergie ist diese Karte deine Erinnerung, das Herz nicht im Tal zu lassen. Sie lädt dich ein, dich mit deiner Lebenslust zu verbinden. Du stehst vielleicht an einer Weiche und darfst wählen: Gehst du den Weg nur aus Pflicht oder nimmst du die Leidenschaft mit in das neue Jahr? Eine Reflexionsfrage lautet: Welchen Bereich meines Lebens möchte ich jetzt mit mehr Hingabe und Leidenschaft erfüllen? Ein praktischer Tipp: Triff diese Woche eine Entscheidung ganz bewusst aus dem Bauch heraus und folge dem, was dein Herz höher schlagen lässt. Der Rosenquarz gilt traditionell als Symbol für das Herz und die Selbstliebe. Der Granat wird oft mit Leidenschaft und Vitalität in Verbindung gebracht. Ätherische Öle wie Ylang-Ylang oder Rose können atmosphärisch dabei unterstützen, eine liebevolle Stimmung zu kreieren. Ein schönes Ritual wäre ein Date mit dir selbst. Nimm dir Zeit für etwas, das dir pure Freude bereitet und deine Lebenslust zu feiern. Für die flexiblen Zeichen, die Vermittler des Tierkreises, zeigt sich die Karte Krebs. Diese Karte bringt die Themen Gefühle, Heimat und Geborgenheit in den Fokus. Gerade für euch mit dem Neumond im Schützen, der euch in die Ferne ruft, ist der Krebs der wichtige Anker. Er erinnert dich daran, dass du einen sicheren Hafen in dir selbst brauchst, während der Zug den Berg erklimmt. Es geht um emotionale Sicherheit
und das Vertrauen auf die eigene Intuition. Sorge gut für dich, während du nach oben strebst. Deine Reflexionsfrage lautet: Was brauche ich jetzt, um mich in mir selbst sicher und geborgen zu fühlen? Ein praktischer Tipp: Gestalte deinen Rückzugsort zu Hause diese Woche besonders gemütlich, um deine innere Heimat zu stärken. Der Mondstein wird traditionell der Intuition und den Gefühlen zugeordnet. Auch der Aventurin kann symbolisch für emotionale Ruhe stehen. Düfte wie Kamille oder Lavendel gelten als Klassiker, wenn es darum geht, eine Atmosphäre der Geborgenheit zu schaffen. Als Ritual bietet sich ein gemütlicher Abend an dem du bewusst Dankbarkeit für dein Zuhause empfindest und dich um dich selbst kümmerst. Diese Woche ist der letzte steile Anstieg des Jahres 2025. Mit Mars im Steinbock als Lokomotive haben wir die Kraft, den Gipfel zu erreichen. Der Neumond im Schützen hilft uns, die Vision für die nächste Etappe zu sehen. Und die Wintersonnenwende markiert den tiefsten Punkt der Dunkelheit, in der die Hoffnung auf das neue Licht geboren wird. Wir stellen die Weichen auf Struktur, Verantwortung und innere Wahrheit. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Welche Weiche stellst du diese Woche neu? Alle Links findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.